Hallo liebe Freunde, die Pfingstrosen sind das Highlight der heutigen Wanderung. Aber ihr seht, es ist gar nicht so einfach, den richtigen Zeitpunkt bzw. richtigen Tag für unsere Wanderung zu finden. Aber nichtsdestotrotz, neben den Pfingstrosen gibt es heute noch genug zu entdecken und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Für diese schöne und ausgesprochen abwechslungsreiche Tour würde ich euch Löberschütz in der Nähe von Jena empfehlen. Direkt an der Kirche findet ihr einige Parkplätze gratis. Und nicht nur das, wir erblicken schon von hier einen der Höhepunkte der Tour, die Zietschkuppe. Losgelaufen entdecken wir, direkt an der Straße gibt es noch einige weitere Möglichkeiten, sein Auto ganz offiziell abzustellen. Zunächst queren wir die Hauptstraße und folgen der gegenüberliegenden Einfahrt bzw. dem Feldweg. Mit ersten schönen Blicken in Richtung Saale bzw. Jena werden wir bereits hier erfreut. Zudem, die ersten ca. 600 Meter dürften auch kaum jemand überfordern, denn wie gut zu sehen ist, es geht sehr moderat und sacht nach oben, bis wir an eine erste Kreuzung kommen. Geht man geradeaus, dann könnten wir ein ganzes Ende abkürzen. Aber zum einen wollen wir das nicht, zum anderen würden wir uns um einen der schönsten Abschnitte der knapp 12 Kilometer langen Tour selbst beschummeln. Deshalb gehen wir hier zunächst nach links. Aber wer genau auf den Wegweiser achtet, dem wird noch etwas auffallen. Richtig, wir sind auf der Saale Horizontale gelandet. Vor einigen Jahren hatte ich euch diese spannende und abwechslungsreiche Tour rund um Jena bereits empfohlen. Inzwischen ist diese exzellente Tour sogar als Deutschlands schönster Wanderweg 2023 ausgezeichnet worden und das nicht umsonst. Wer diese Route noch nicht kennt, der sollte sich im Anschluss unbedingt noch den Film dazu anschauen. Den nächsten knappen Kilometer gibt es eigentlich nichts zu erzählen. Ich denke, die Bilder kommentieren sich von selbst. Egal, ob man vorausschaut in Richtung Beutnitz oder aktuell zurück zur Zietschkuppe, welche ja noch auf uns wartet, oder unter uns bzw. gegenüber auf Löberschütz mit seinem Gleisberg. Und schon sind wir da an unseren Pfingstrosen. In diesem Jahr hatte uns der späte Frost ja ein wenig den sprichwörtlichen Strich durch die Rechnung gemacht und einige Blüten sind abgefroren. Aber genug zu finden ist für alle Freunde der Pfingstrose hier dennoch. Und nicht nur diese, wie ihr sehen könnt. Genießt diesen Abschnitt und vor allem plant reichlich Zeit dafür ein. Übrigens auch für einen gelegentlichen Blick in Richtung Beutnitz-Jena. Irgendwann heißt es aufgepasst, wir erreichen eine Feldwegkreuzung und müssen rechts. Ich scheue mich zu sagen hoch, denn wir gehen mehr oder weniger parallel an den Pfingstrosen zurück. Die schönen Bänke haben wir ja bereits mehrfach hier in der Region angetroffen. Beispielsweise, als wir unterwegs zur Leuchtenburg waren. Bei all dieser Pracht wusste ich gar nicht, wohin ich zuerst schauen soll. Aber ein wenig Glück muss man eben auch haben. Und was entdeckt man dann? Richtig, eine wilde Orchidee. Bekannt dafür ist eigentlich das Leutratal, in dem wir unser Glück ebenfalls schon versucht haben. Und wie wir sehen, auch hier kann man fündig werden bei der Suche nach diesen kleinen Schätzen. Irgendwann ist diese Blütenpracht dann doch zu Ende und wir müssen uns zunächst orientieren, wo wir hier gelandet sind. Da es keine Ausschilderung für unsere heutige Tour gibt, benutzt bitte die GPS-Daten, welche ihr wie immer bei AutoActive oder Komoot downloaden könnt. Die Links stehen wie immer unter dem Video in der Beschreibung. Also gehen wir zunächst oberhalb des Feldes entlang und ob Wasserwagen oder nicht, danach biegen wir mehr oder weniger scharf links ab. Entgegen der Ausschilderung Saale Horizontale. 100 Meter Wald warten auf uns und dann kommen wir auf diesen freien Platz,
zu Füßen der Zietschkuppe und sagt selbst: Sieht das beeindruckend aus? Also frohgemut weiter auf unseren Weg, welcher sich inzwischen in einen schmalen Pfad verwandelt hat. Und dann scheint es, er führt direkt in den Himmel hinein. Okay, das Himmelreich haben wir sicher alle verdient, aber so einfach geht es doch noch nicht dahin. Außerdem hat das noch Zeit. Aber zum Genießen gibt es auf unserem Aufstieg auch so genug. Ob die Kalkwände, der Blick hinunter auf unseren Ausgangsort Löberschütz oder erneut in Richtung Jena. Und so langsam aber sicher konnte ich mich immer mehr ins Gefühlsleben einer Gemse hineinversetzen. So unglaublich es auch klingen mag, hier mitten in einer eigentlichen Mittelgebirgslandschaft kann man tatsächlich vom alpinen Flair schnuppern. Zumindest für einige 100 Meter. Aber keine Sorge, der Weg ist wirklich machbar, auch wenn es kurz vor der Zietschkuppe für 2 oder 3 Schritte ein klein wenig ausgesetzt geht. Oben angekommen. Hinsetzen und die Aussicht genießen ist mehr als legitim. Ich bin mir vorgekommen wie im schönsten Kino. Zumal im Tal der Gleis, wobei es vielleicht wie ein Witz klingt, gab es tatsächlich dereinst solche Gleise. Nämlich auf der Bahnstrecke Eisenberg und Porstendorf. Übrigens nicht zu verwechseln mit dem ähnlich klingenden Borstendorf im Erzgebirge. Leider wurde diese Strecke hier bereits 1969 stillgelegt. Aber mit der nötigen Fantasie sieht man hier noch die Dampfloks fahren und findet noch das eine oder andere bauliche Überbleibsel. Lösen wir uns von diesem herrlichen Panorama und gehen weiter. Zunächst können wir als Orientierung Sperberquelle bzw. Tautenburg nutzen. Letzteres kennen wir ja schon von der Saale Horizontale und stoßen auf die nächste Versuchung in Form dieser schönen Wanderhütte mit seiner herrlichen, guten Inschrift. Also Schwein, wer sich hier wieder losreißen kann. Zum Glück stellt der Weg jetzt keine großen Herausforderungen dar, so folgen wir dem entspannten Waldweg und schau an, ab und an taucht plötzlich eine gelbe Markierung auf. Neben dem schönen Hochwald folgt der Weg auf den nächsten knapp 2 Kilometern auch immer wieder schön Wiesenabschnitten mit gelegentlichen Ausblicken ins Land. Da es sich um eine selbst entworfene Tour handelt, gibt es Schilder nur sporadisch. Achtet also ein wenig auf die GPS-Daten, wobei es allerdings nicht sonderlich schwer ist, diesem Weg zu folgen. Letztlich landen wir doch wieder auf breiteren Wegen, sogar einer Kreuzung, mit einer neuerlichen Möglichkeit Picknick zu machen und schauen, was der Wirt zu den Kastanien im Angebot hat. Obendrein kann man hier seine Gedanken dem Weltraum und deren Beobachtung hingeben. Fertig mit dem Festmahl finden wir hier sogar eine Stempelstelle, wie wir sie bereits vom Harz oder dem Zeitsgrund kennen. Wie dem auch sei, wir ignorieren all die vielen interessanten Schilder und laufen gänzlich ohne rechts nach unten auf dem befestigten Waldweg. Auch wenn es wirklich nur ein befestigter Fahrweg ist, heißt es noch lange nicht, dass es rechts und links des Weges nichts zu entdecken gäbe. Nach einem reichlichen Kilometer des Abstiegs stoßen wir wieder einmal auf eine Kreuzung. Natürlich führen wie immer viele Wege ans Ziel. Ich würde euch jedoch empfehlen, geht ganz kurz links und dann Augen auf. Denn nach 100 Metern nutzen wir diesen etwas suspekt aussehenden Pfad nach rechts. Zugegeben, trittsicher und geländegängig muss man sein. Dennoch für Freunde von Naturwegen genau das Richtige hier. Passt jedoch nach einem Kilometer gut auf. Es ist verlockend, dem Weg weiterhin in Laufrichtung zu folgen.
Das ist allerdings falsch, denn wir müssen rechts abbiegen. Gehen wir nämlich geradeaus, landen wir plötzlich in diesem Grundstück, bekommen noch einmal viele herrliche Pfingstrosen präsentiert, aber es ist letztlich ein privates Grundstück. Also lieber gleich rechts abbiegen, denn dort werden wir sofort mit einem neuerlichen tollen Ausblick aufs Gleistal belohnt. Etwas abenteuerlich ist der Weg auf den nächsten 200 bis 300 Metern tatsächlich. Ihr seht es ja auf den Bildern. Die Augen müsst ihr hier ordentlich offen halten, aber es existiert tatsächlich ein schmaler Pfad. Wenn ihr euch unsicher seid, dann dreht euch zwischendurch einmal um. Von unten nach oben ist er sogar besser zu erkennen. Die Zivilisation hat uns wieder, zumindest beinahe. Ihr könntet den Feldweg gerade nach unten gehen und kommt nach Greitschen, dem nächsten Zwischenziel. Wer allerdings von den himmlischen Bildern und der Natur noch ein wenig naschen möchte, der möge nach links gehen. Und sagt selbst, ob man nach unten ins Tal oder zurück nach oben schaut, ist das eine Wonne. Bei aller verdienten Bewunderung solltet ihr nicht vergessen, hin und wieder aufs Handy nach dem Weg zu schauen. Denn spätestens diesen erneut unscheinbaren Pfad müssen wir jetzt für unseren Abstieg hinunter ins Dorf nutzen. Und wo landen wir? Ihr seht es, auf den auf der Zietschkuppe angesprochenen Bahndamm. Diesen folgen wir einige 100 Meter nach rechts, ehe wir auf die Hauptstraße stoßen. An dieser Stelle gehen die Meinungen auseinander. Es gibt im Internet Vorschläge, dieser Hauptstraße zu folgen. Ich finde, das ist keine gute Idee. Quert also lieber die Hauptstraße und folgt der Ausschilderung Radweg Löberschütz bzw. dem mit grünem Punkt markierten Wanderweg. Dieser führt durch die Siedlung an der Mühle, ehe wir diese unten am Feld rechts wieder verlassen. Und wie denkt ihr? Hier unten ist es doch wesentlich entspannter als oben auf der Straße. Lediglich an der Kläranlage müssen wir vorbei, ansonsten kann man bei diesem schönen Anblick doch nur träumen. Und vor allem noch einmal unseren alpinen Aufstieg zur Zietschkuppe ausgiebig bewundern. Und so ist er reichlich 1,5 Kilometer bis an unseren Start bzw. das Ziel an der Kirche Löberschütz ausgesprochen entspannt. Selbige wollte ich mir übrigens noch als abschließenden Leckerbissen gönnen, aber leider geschlossen. Dennoch eine, wie ich finde, großartige Rundtour und Naturhighlight, auch bei geschlossener Kirche.